Moin, ich bin Benny von Wuttmeiser Deutschland. Heute vergleichen wir die 3 kleinsten Sägewerksmodelle der Firma Wuttmeiser. Um euch die Unterschiede der LX30 zur LX50 Serie zu zeigen, würde ich euch bitten, einfach mitzukommen. Wir sehen, dass andere Hersteller Sägewerke aus China auf den Markt bringen und wir dahingehend die LX30 komplett in Europa produziert zu einem erschwinglichen Preis anbieten können. Mit der LX30 sind Stämme bis zu einem Durchmesser von 56 cm zu schneiden, wobei hingegen bei der LX50-Serie ich Stämme bis zu einem Durchmesser von 66 cm schneiden kann. Bei der LX30-Serie haben wir eine Schnittbreite zwischen den Bandführungsrollen von 55 cm und bei der LX50-Serie von 60 cm. Wie lang kann ich eigentlich mit dem Sägewerk sägen? Mit der LX50 Super habe ich in der Grundausstattung eine Schnittlänge von 3,80 Meter. Mit der LX50 Start in der Grundausstattung 3,20 Meter Schnittlänge. Und bei der LX30 haben wir eine Schnittlänge in der Grundausstattung von 3,30 Meter. Warum denn jetzt hier 10 cm mehr im Gegensatz zur LX50 Start? Aufgrund der Bauart ist der Sägekopf schmaler und so gewinnen wir 10 cm mehr Schnittlänge. Alle der 3 Sägewerke sind nahezu unbegrenzt verlängerbar. Bei der LX30 und LX50 Start jeweils um 1,33 Meter pro Segment und bei der LX50 Super um 1,53 Meter. Wie sieht es denn mit den Motoren aus? Alle unsere Sägewerke sind wahlweise mit einem Elektromotor oder mit einem Benzinmotor der Firma Kohler ausgestattet. Bei der LX30 haben wir einen 3 kW Elektromotor oder 9,5 PS Benzinmotor. Bei der LX50 Start ein 4 kW Elektromotor oder 9,5 Benzinmotor. Und bei der LX50 Super ein 5,5 kW Elektromotor oder den größten Benzinmotor mit 14 PS. Worin liegen noch die Unterschiede zwischen den 3 Sägewerken? Ganz klar im Sägebett. Hier haben wir bei der LX50 Super abklappbare Seitenstützen sowie eine Stammklemme der LT15-Serie verbaut. Des Weiteren sind in den Segmenten zusätzliche Querstreben verbaut. Das Sägebett der LX50 Start hat die gleiche Querverstrebung und Stammklemme. Lediglich die Seitenstützen sind zum Stecken, dabei haben wir 2 lange und 2 kurze. Bei der LX30 haben wir keine Querverstrebung, eine einfache Stammklemme und 2 Seitenstützen zum Einstecken. Welches Zubehör wird für die Sägewerke noch benötigt? Ein Wendehaken, um einen Stamm drehen und wenden zu können, und das A und O, ein scharfes Sägeband. Die Sägebänder werden eigens von Wuttmeiser hergestellt und können im eigenen Schärfservice aufgearbeitet werden. Ja, haben wir kein Problem. Nee, alles klar, dann schauen wir uns das eben an. Hallo Herr Schubert, schön, dass Sie... Gibt es diese Sägewerke eigentlich auch mobil? Die LX50-Serie gibt es auch mit einem mobilen Trailerpaket, allerdings ohne Straßenverkehrszulassung. Bei allen 3 Sägewerken steht der Bediener auf der rechten Seite. Die Höhenverstellung erfolgt manuell und ist abzulesen auf der Höhenskala. Alle 3 Modelle werden auf einer Palette geliefert und werden durch euch selbst zusammengebaut. Dazu gibt es als Hilfestellung eine Aufbauanleitung sowie ein Aufbauvideo bei uns auf der Internetseite.
Die Maschinen und das passende Zubehör können über den Online-Shop bestellt werden. Für weitere Informationen schaut auf unserer Internetseite oder meldet euch bei uns.